Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil rund um die Tischkreissäge mit eingebauter Fräse. Heute geht es um die Komponenten von Harvey, den Frästischanschlag RF36 sowie die Frästischplatte. Und beim letzten Mal hatte ich ja schon mal vorgestellt den Fräslift von Incra sowie den Motor von Jessen. Wenn euch das interessiert, schaut auch gerne da nochmal rein. Ich stelle euch den Link unten nochmal in die Videobeschreibung. So, beginnen wir mit der Frästischplatte. Die Frästischplatte hat Maße von 59 in der Tiefe, 80 in der Breite und ist insgesamt 4,5 cm im Rahmen dick. Die Tischplatte ist aus Gusseisen gefertigt und wiegt stolze 46 Kilogramm. Meine vorherige Platte aus Holz hat auch ihren Dienst getan, aber insbesondere Feuchtigkeit mochte sie nun wirklich nicht und dadurch war die Formstabilität leider nicht mehr gegeben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil dieser Platte, die bleibt wirklich plan und ist für die Ewigkeit. Ein weiterer Aspekt, den ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass die gesamte Oberfläche des Tisches vernickelt wurde. Das wiederum hat den Vorteil, dass sie nicht anfällig für Rostbildung ist. Ich blende euch hier mal ein Bild von meinem Abricht- und Dickenhobel ein. Den hatte ich jetzt über den Winter in meiner Werkstatt stehen, entsprechend Luftfeuchtigkeit und ja, da hat sich der Rost relativ schnell gebildet. Das soll jetzt mit dieser Oberfläche nicht mehr so sein. Jetzt ist natürlich auch hier alles intakt, keine Kratzer, keine Riefen drin. Wie nachhaltig das dann ist, wenn die Arbeitsfläche ein bisschen mehr bearbeitet wurde, das wird sich zeigen. Aber bis hierhin finde ich das erstmal großartig. Hier wagen wir jetzt nochmal einen Blick unter die Tischplatte. So sieht das Ganze von unten aus. Schauen wir uns auf der Oberfläche mal die Nuten an, die hier gefräst wurden. Wir haben zum einen die zwei Führungsnuten für den Fräsanschlag sowie eine weitere für die Feinjustierung des Fräsanschlages. Schauen wir uns aber später nochmal an. Zudem haben wir hier vorne zwei Nuten, die für Schiebeeinrichtungen oder zum Beispiel Andrückhilfen zur Verfügung stehen. Da haben wir zum einen die 3/4 Zoll Nut und die 3/8 Zoll Nut. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Frästischanschlag mit all seinen Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Beginnen wir mal mit den Führungen. Der Anschlag wird links und rechts jeweils in die dafür vorgesehenen Nuten eingesetzt und die Gleitrollen lassen sich jeweils vorne und hinten so einstellen, dass der Anschlag dann nachher relativ geschmeidig in diesen Nuten geführt werden kann. Wenn ich dann meine gewünschte Position des Anschlages erreicht habe, lässt sich mittels dieser großen Stellschrauben der Anschlag komplett fixieren. Der Anschlag kommt natürlich auch mit zwei Anschlagplatten für die linke und die rechte Seite. Diese hier sind gefertigt aus MDF und haben hier eine entsprechende Schwalbenschwanznut. Natürlich können diese Platten auch bei Bedarf nachgefertigt werden. Die Anschlagplatte wird dann einfach hier eingeführt, in der Tiefe, wie man es benötigt, und auf der Rückseite mit diesen beiden Stellschrauben endgültig fixiert. Was sich natürlich bei einigen Fräsungen empfiehlt, ist die Frässchutzhaube. Diese lässt sich hier in der Höhe variieren oder bei Bedarf auch komplett entfernen. Schauen wir uns nun mal ein weiteres Highlight von diesem Anschlag an, und zwar die Feineinstellung. Die Feineinstellung bedeutet, dass ich den Anschlag in der Tiefe zum Fräser jeweils variieren kann und das extrem fein. Ich habe hier eine Skalierung, mit der ich bei den Rasterpunkten um 0,02 mm pro Punkt das Fein einstellen kann, beziehungsweise anders ausgedrückt, eine gesamte Umdrehung entspricht dann 1 mm. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was ich dazu machen muss. Ich habe hier diese Stellschrauben links und rechts gelöst. Das, was ich fixieren muss, ist hier unten diese silberne Schraube. Die ist jetzt in dem Fall fixiert. Und wenn ich nun an diesem roten Stellrad der Feinjustierung hier drehe, das werde ich jetzt mal machen und ihr könnt es hier vorne verfolgen. Ich habe hier vorne mal ein Lineal angelegt
und werde jetzt hier 5 Umdrehungen machen. Das entspricht dann auch 5 mm. Das lässt sich hier auch dann nochmal ablesen, die ich jetzt mich von dem Lineal entfernen möchte. Dazu werde ich jetzt 5 Umdrehungen machen. Das war die erste. Ich mache mal weiter und ihr werdet jetzt Stück für Stück sehen, wie sich das Lineal hier entfernt. So, das waren die 5 mm. In der Praxis wird die Korrektur wahrscheinlich bei vielen in die Richtung zum Fräser hin erfolgen. Bedeutet also, ich möchte im Nachgang noch ein bisschen mehr Material abnehmen und das kann ich über diese Funktion natürlich wahnsinnig gut einstellen. Gefällt mir richtig gut. Diese Seite der Feineinstellung haben wir uns jetzt soeben angesehen. Ich kann also parallel den gesamten Fräsanschlag in der Tiefe variieren und ich habe aber auch die Möglichkeit, mit dieser Feineinstellung nur die Anschlagsplatte auf der linken Seite in der Tiefe zu variieren. Das Ganze auch in der gleichen Skalierung, also eine Umdrehung entspricht 1 mm. Das Ganze kann ich hier um 5 mm dann auch korrigieren. Und wofür das denn wichtig ist oder in welchem Beispiel man das machen kann, das zeige ich euch jetzt einmal. So, um euch das ein bisschen aufzuzeigen, nehme ich euch mal mit zu meiner Abrichte. Und wir schauen mal hier auf die beiden Tische dieser Abrichte. Da haben wir zum einen auf der rechten Seite den sogenannten Aufnahmetisch und auf der linken Seite den Abnahmetisch. Und das Grundprinzip der Abrichte ist ja so, dass ich mein Werkstück über diese Tische fahre und in dem Fall sind die in einer Höhe, sodass die Messerwelle gar nichts an Material hier abnehmen kann. Das Prinzip ist aber nun bei der Abrichte, dass ich den Aufnahmetisch in der Höhe etwas niedriger setze, sodass jetzt mein Werkstück hier niedriger ist und eine Berührung hat mit der Messerwelle und dort eben Material abgenommen wird und das Werkstück dann auf dem Abnahmetisch wieder aufgenommen wird. Und jetzt wieder zurück an unserem Fräsanschlag. Ich habe jetzt also hier die Möglichkeit, nur eine Seite, sprich die linke Seite oder parallel jetzt gesprochen zur Abrichte, das ist die Abnahmeseite, meinen Tisch in der Tiefe zu variieren. Und das habe ich jetzt in dem Beispiel mal gemacht um 3 mm. Und ihr könnt das jetzt hier sehen. Die Anschlagseite links ist jetzt um 3 mm weiter hervorgekommen. Vorher waren die ja in einer Flucht und das ist auch der Regelfall, den wir normalerweise wollen. Jetzt habe ich aber hier ganz bewusst eine kleine Mini-Abrichte mir eben gebaut, indem ich eben meinen Fräser parallel zur linken Seite in der Tiefe gesetzt habe. Das kann man jetzt hier ganz gut hoffentlich erkennen. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt hier diese 3 mm, die ich hier abrichten möchte. Und nun kommt mein Werkstück. Parallel wird es ja geschoben auf der rechten Seite auf dem sogenannten Aufnahmetisch, fährt hier lang, wird durch den Fräser eben abgenommen und auf der Abnahmeseite führe ich dann mein Werkstück entsprechend lang. Also diese Funktion soll natürlich nur aufzeigen, worum es hier in dieser Tiefeneinstellung geht. Das ersetzt selbstverständlich keine Abrichte, aber für gewisse Arbeiten kann diese Tiefenvariierung hier schon sehr hilfreich sein. Dann schauen wir uns jetzt mal die sogenannten Flipstops an. Davon werden 2 mitgeliefert. Die lassen sich hier oben auf der Schiene entsprechend bewegen und auch feststellen oder auch komplett ausführen. Darüber hinaus kann ich sie wegklappen oder auch wieder runterklappen, wenn ich sie denn für eine Anwendung benötige. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht zuerst ein Blick auf die Skalierung, die ich hier oben noch habe. Der Nullwert entspricht der Mitte meines Fräsers und daran kann ich mich orientieren, dass ich meine Flipstops, je nachdem wie viel ich brauche, entsprechend von dem Nullpunkt aus einsetze. Ich habe das jetzt hier mal exemplarisch gemacht, dass ich die links und rechts ungefähr bei 16 mm positioniert habe, beziehungsweise den jetzt ja noch nicht. Zack, die Innenseite bis zur Mitte des Fräsers beträgt hier 16 und auch hier dann entsprechend 16 cm. Stellen wir uns vor, das wäre jetzt ein Servierbrettchen, was wir mit einer Griffmulde versehen möchten. Und diese Griffmulde möchten wir vielleicht über diesen Bereich hier einfräsen und eben nicht über die gesamte Seite. Insofern helfen mir jetzt diese beiden
Flipstops und ich zeige euch mal, was ich damit meine. Gut, das Ganze ist jetzt nur exemplarisch. Das ist natürlich nicht der richtige Fräser gewesen, den ich normalerweise dafür verwende, aber es soll auch nur aufzeigen, was grundsätzlich mit diesen Flipstops möglich ist. Dass ich eben eine Begrenzung habe, sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich. Verschiedenste Anwendungen natürlich möglich und das soll nur eine davon mal aufzeigen. Das hier sind noch optionale Andrückhilfen, einmal von Harvey und einmal von JESM. Die würde ich sehr gerne in einem separaten kleinen Video euch nochmal vorstellen, damit das heute nicht den Bogen überspannt. Und damit haben wir uns auch schon einmal komplett mit den Einstellmöglichkeiten dieses Fräsanschlages von Harvey beschäftigt. Wir haben hier noch die Absaugmöglichkeit mit einem Außendurchmesser von 63 mm. Diese führe ich hier mit dem Schlauch zur Staubfangbox. Die hatte ich im letzten Video schon mal ganz kurz angerissen. Da ist dann mein Fräsmotor drin, ist optional erhältlich und wird hier passend unter den Tisch von Harvey montiert. Das Ganze führe ich dann ab hier mit einem 100er Absaugschlauch und wird dann zu meiner Absaugmaschine geführt. Und diese stelle ich gerne in einem weiteren Video nochmal separat euch vor. Das ganze Frästischsystem von Harvey besteht also aus den Komponenten des Frästisches und dem Fräsanschlag, die für mich immer zusammengehören. Was man optional für sich dann immer noch überlegen könnte, ist die Staubfangbox. Ich persönlich weiß die sehr zu schätzen und würde mich immer wieder für die entscheiden, weil es eben auch ein System ist, was sehr gut zusammenpasst. Und das vierte Puzzleteil, was noch optional erhältlich wäre, wenn man nicht wie ich jetzt ein gesamtes System mit einer Tischkreissäge kombinieren möchte, gäbe es eben auch eine Unterbaukonstruktion, wo eben die Tischplatte auf einem Fahrgestell eben montiert werden kann. Und wie lautet nun das Fazit zu dieser Fräseinheit? Ich habe ja über viele Jahre mit einer kleineren Einheit gearbeitet, mit der ich in der Regel auch zum Ziel gekommen bin. Hier und da gab es eben Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte, und nun habe ich eben die Gelegenheit gehabt, für meine Neuausrichtung einmal meine Prioritäten neu zu setzen und zu schauen, was der Markt so hergibt. Am Ende bin ich hier sehr dankbar über die Entscheidung, zu Harvey gekommen zu sein. Ich habe hier eine Frästischplatte, die absolut plan ist und eben auch formstabil eben bleibt. Ich habe die vernickelte Oberfläche, sodass ich möglichst wasserresistent hier unterwegs bin. Dazu habe ich einen Fräsanschlag, der in den Einstellmöglichkeiten wirklich keine Wünsche offen lässt. Und ich gebe gleich zu, das Ganze hat natürlich seinen Preis. Ich darf an der Stelle den YouTuber Vitu grüßen. Der hat in einem seiner letzten Videos das auch schön auf den Punkt gebracht. Mitunter lohnenswert ist, vielleicht ein bisschen länger zu sparen, um sich dann für diesen großen Traum zu erfüllen. Ich persönlich bereue das Warten und Sparen auf diese Investition nicht. Ich bin wahnsinnig glücklich und zufrieden. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und darf euch schon mal herzlich einladen zu den nächsten Teilen rund um die Absauganlage von Harvey, die Andrückhilfen sowie die Tischkreissägeneinheit. Bis demnächst. Ciao!